Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin endlich in Texas angekommen, in meiner Gastfamilie. Ihr habt ja schon gesehen in meinem letzten Vlog, wir sind direkt von der Orientierung in unsere Gastfamilien gekommen. Meine Gastmutter hat mich dann am Flughafen abgeholt. Von da aus sind wir dann in unseren kleinen Vorort gefahren in Texas. Und ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Also es ist auch ziemlich grün hier. Es gibt sehr viele Bäume und ja, irgendwie ist der Vorort doch richtig süß. Es ist halt sehr, sehr üblich, dass man, wenn man jetzt so in so eine Großstadt kommt wie Texas, dass man in so einem kleinen Vorort wohnt und von dort aus dann natürlich in die Stadt fahren kann. Was bei Texas so ein bisschen das Ding ist, man muss wirklich die ganze Zeit mit dem Auto fahren, weil, also zum Beispiel auch unser Vorort hier ist gar nicht darauf ausgelegt, dass du irgendwie Bahn nimmst oder, also wir haben hier auch keine Gehwege. Man wird auch die ganze Zeit darauf hingewiesen, wenn man sich für ein Auslandsjahr in Amerika entscheidet, du musst viel Auto fahren, du musst eigentlich ein Strong Driver sein, was ich jetzt selber auch nicht wirklich war. Also für mich war das wirklich so, dass ich hier erst so ein bisschen in die Routine gekommen bin, weil ich ja davor in Berlin war. Und in Berlin habe ich eigentlich nie wirklich so ein Auto gebraucht. Und das war für mich auf jeden Fall so eine kleine Challenge hier am Anfang. Ich habe dann auch echt jeden Tag mich ins Auto gesetzt und bin kurze Strecken gefahren, einfach um in diese Routine zu kommen, weil ich auch wusste, in der nächsten Woche muss ich dann die Kinder abholen. Und dann habe ich halt echt gesagt, ich möchte einfach so ein bisschen ein Selbstbewusstsein aufbauen. Als wir dann zu Hause angekommen sind, habe ich dann erstmal den Gastvater kennengelernt und auch die Gastkinder. Und die waren auch richtig, richtig lieb. Also die haben mir super viel gezeigt am Anfang. Sie haben mir mein Zimmer gezeigt, sie haben mir gezeigt, wo eben alles ist im Haus. Und es war halt richtig gut, so um ein bisschen warm zu werden. Ja, da habe ich auch gemerkt, dass die Eltern wirklich die Kinder auch so ein bisschen unter Kontrolle haben. Es ist natürlich super, super wichtig und schön zu sehen, dass die Eltern sich in der Erziehung sehr bemühen. Weil es ist natürlich auch wichtig, dass man sieht, die Eltern bringen sich auch ein. Wenn hier mal irgendwas nicht so gut läuft, dann brauche ich definitiv nochmal so ein bisschen, ja, so eine Bestätigung von den Eltern. Zum Beispiel ist mir das gerade so bei Dingen aufgefallen, die eben neuen Regeln, die ich eben implementiert habe. Die hatten natürlich alle einen Grund. Und dann haben die Kinder natürlich immer gesagt, ja, wir haben das mit dem Au-pair davor nicht so gemacht oder wir kennen das so nicht. Und dann habe ich immer noch so ein kleines Bestätigungswort von den Eltern gebraucht, dass die einfach sagen, bitte hört auf euer neues Au-pair und diese Regel ist wichtig, weil so und so. Man hat halt einfach so ein bisschen dann natürlich nochmal so seine eigene Art und Weise, wie man eben den Kindern irgendwelche Dinge näher bringt. Und auch je älter die werden, desto es kommen halt einfach auch neue Sachen dazu und dann haben die das halt am Anfang nicht so verstanden. Also ich frage dann natürlich auch immer die Eltern, ob die damit einverstanden sind, ob die verstehen, warum ich das so mache und natürlich auch die Kinder, warum das jetzt so ein großes Problem ist. Und dann reden wir natürlich auch über neue Regeln. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich irgendwie so die Erwachsene sein möchte, die hier die Regeln aufstellt und ne, also ich bin auch kritikfähig und ich kann meine Regeln auch immer sehr gut rechtfertigen. Aber wenn ich merke, das funktioniert nicht, dann bin ich auch immer bereit, das irgendwie so zu ändern, weil ich will natürlich, dass alle glücklich sind und ich will natürlich auch den Kindern eine schöne Zeit ermöglichen. Also ich habe mir selber auch so ein bisschen vorgenommen, zu vielen Dingen einfach auch Ja zu sagen, weil wieso sollte ich denen irgendwas verbieten, einfach aus meinem Ego raus. Genau, deshalb versuche ich immer so ein bisschen den Kindern alles zu ermöglichen, außer es ist irgendwie jetzt ein Sicherheitsrisikofaktor dabei oder irgendwie Zeit oder es geht gegen den Plan oder so. Also ich versuche immer alles gut begründen zu können und dann ist man natürlich auch in solchen Diskussionen natürlich, wird man dann natürlich dann ein bisschen ernster genommen, wenn man für alle Dinge so seine Gründe hat. Die ersten 3 Tage in der Familie sind so ein bisschen zum Einlernen. Das heißt, ihr bekommt alles gezeigt, wie ist so der Tagesablauf. Und in den ersten 3 Tagen werdet ihr auch nicht mit den Kindern alleine gelassen. Das heißt, ihr werdet da wirklich eingewiesen. Ihr bekommt alles gezeigt und dafür braucht man auch echt keine Angst zu haben. Und nach den 3 Tagen seid ihr dann so ein bisschen auf euch alleine gestellt. Deshalb war es mir auch wichtig, dass ich natürlich alle Fragen, die ich hatte, loswerde und dann auch möglichst gut vorbereitet bin auf die Zeit, wo ich dann eben selber verantwortlich bin für die Kinder. Und ich muss auch dazu sagen, natürlich läuft hier nicht alles immer reibungslos ab. Und es gibt halt natürlich auch einfach die Momente, wo die Kinder mal nicht hören. Aber ich versuche dann immer
möglichst gelassen zu bleiben. Gerade auch wenn jetzt irgendwie mal ein Kind einen Wutausbruch hat oder sein Videospiel nicht spielen darf. Das ist wirklich so, ich finde, so Videospiele sind wirklich so Momente, wo Kinder am aggressivsten werden können. Und da darf man natürlich auch die Dinge nicht persönlich nehmen. Ja, ich habe dann so ein bisschen einfach über die Zeit meine Methoden rausgefunden, wie ich den Kindern helfen kann, sich besser an die Regeln zu halten oder was ihnen hilft, um meine Forderungen oder die Forderungen auch der Eltern umzusetzen. Und ich kann euch mal ein kleines Beispiel nennen. Bei der Kleinen, wenn ich die Kleine von der Schule abhole und wir dann nach Hause kommen, möchte ich immer, dass sie erst ihre Schuhe auszieht und dann ihre Hände wäscht und dann kann sie quasi spielen. Und ich habe einfach gemerkt, immer wenn ich sie schon im Auto darauf vorbereite, dass sie danach, wenn wir das Haus betreten, erstmal ihre Schuhe auszieht und Hände wäscht, dann klappt es einfach besser, als wenn ich ihr das dann im Haus sage, wenn sie schon mit ihren Gedanken beim Spielen ist. Klappt natürlich nicht immer, aber das sind so diese kleinen Methoden, von denen ich eben rede, die ich einfach so ein bisschen für mich selber rausgefunden habe, die einfach gut funktionieren, was ich manchmal auch vergesse. Völlig normal. Das sind einfach so ein bisschen die Dinge, die man so als Au-pair rausfindet. Es ist einfach so interessant zu sehen, was halt einfach funktioniert und was nicht. Also alles in allem fühle ich mich mit meiner Gastfamilie wirklich sehr wohl. Ich bin super happy mit dem Match und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich mich gut mit den Kindern verstehe. Was auch oft im Interview so eine Frage war eben, ob die Familie zusammen ist oder ob man eben nicht zusammen ist für Frühstück und Abendessen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir hier Frühstück und Abendessen zusammen essen, weil man einfach doch nochmal als Familie so zusammenkommt und ich da auch irgendwie so ein bisschen Teil davon bin. Und das habe ich so am Anfang irgendwie im Prozess ein bisschen unterschätzt, weil ich nicht dachte, dass es doch so prägend sein kann in diesem Jahr einfach. Aber ich muss sagen, das stärkt so ein bisschen unseren Zusammenhalt nochmal ein bisschen mehr, weil ich finde auch so, Au-pair ist natürlich eine Kooperation mit den Eltern und mit dir. Was ich auch noch so ein bisschen hinterfragt habe, bevor ich das Au-pair gemacht habe, ist die Anzahl der Kinder. Und zwar habe ich 3 Kinder und ich dachte erst so, oh mein Gott, ich wollte eigentlich so 1 bis 2 Kinder haben, weil viele haben dann auch in meinem Umkreis gesagt, nimm 2 Kinder, das ist viel besser, dann können die auch mal miteinander spielen und so und dann bist du nicht die ganze Zeit auf dieses eine Kind fixiert. Und ich muss sagen, das war so wahr einfach, also ich bin so froh, dass ich hier 3 habe, weil man einfach so ein bisschen Abwechslung hat und sich natürlich die Kinder auch untereinander beschäftigen. Und gerade auch, ich habe hier einen großen Altersunterschied. Also ich habe eine 3-Jährige, die mir mega gut tut, weil die sind so unschuldig und ja, wenn die nicht hören, dann ist es irgendwie so ein bisschen anderer Vibe, als wenn jetzt eine 8-Jährige nicht hört, weil bei einer 8-Jährigen denkst du halt schon so, okay, die hat schon eine gefestigtere Meinung und bei einer 3-Jährigen, die ist dann 2 Minuten abgelenkt und dann ist sie so, ja, okay, kann ich machen. Und das finde ich einfach so ein bisschen schön, dass ich hier auf jeden Fall eine 3-Jährige habe und halt auch schon ein bisschen ältere, die natürlich viel schon selber können. Aber wenn ich jetzt mit denen irgendwie so ein bisschen anecke, dann ist mir das immer so ein bisschen unangenehmer als jetzt mit einer 3-Jährigen, weil eine 3-Jährige, die nimmt so ein bisschen meine Tipps an und eine 8-Jährige, die ist halt so ein bisschen, die ist dann so ein bisschen mehr so, nee, mache ich jetzt nicht und sehe ich jetzt gar nicht ein und was willst du überhaupt von mir und keine Ahnung. Also ich finde eigentlich so die Alter ziemlich cool, macht mir ziemlich Spaß und auch, dass es 2 Mädchen sind und ein Junge, finde ich super abwechslungsreich so, also super schön. Und deshalb an der Stelle habe ich jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen mehr eine Meinung zu, weil davor war ich so, ja, keine Ahnung, wie es ist mit 3 Kindern, keine Ahnung, wie es ist mit Jungs, Mädels, was auch immer. Im Endeffekt war ich da auch super offen und ich würde auch immer sagen, seid offen gegenüber den Kindern, lernt die wirklich kennen und schaut, ob das was für euch ist. Was ich auch voll oft bei anderen Au-pairs gesehen habe, war, dass sich so die Au-pairs untereinander treffen. Und seitdem ich in diesem Programm bin, verstehe ich auch so ein bisschen mehr, wie das halt so zusammenkommt, weil das Programm auch so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass du dich halt connecten kannst, was ich ziemlich cool finde. Und zwar bei der Orientierung habe ich ja mein Zimmer mit einem anderen Au-pair geteilt, die auch in meine Area gekommen ist. Also die haben wirklich die Zimmerverteilung so gemacht, dass man eben mit Au-pairs in dem gleichen Staat zusammen ist. Man hat auf jeden Fall auch eine Betreuerin
in seiner Area. Und unsere Betreuerin hat auf jeden Fall eine Facebook-Gruppe erstellt mit allen Au-pairs und da werden auch immer alle Veranstaltungen angesagt. Also es gibt immer so Au-pair-Treffen. Da kann man dann auch hingehen. Und ich war jetzt noch nicht bei so einem Au-pair-Treffen, aber ich kenne eben schon 2 andere Au-pairs durch die Orientierung, mit denen ich mich auch schon 2-mal getroffen habe. Und ich merke dann auch immer, wie gut mir das tut, weil man lebt quasi in seiner Arbeit und dann ist es auch immer mal schön rauszukommen und vor allem sich dann auch mit halt Leuten zu treffen, die durch die gleiche Erfahrung gehen wie ich selber. Tut mir auch mega gut. Und man kann auch so ein bisschen die Stadt erkunden und es macht einfach mega Spaß. Ich hoffe, das war ein aufschlussreiches Update. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Au-pair-Programm, schreibt mir die gerne in die Kommentare, weil ich habe vor, noch so ein paar Videos zu machen. Ich will auf jeden Fall noch einen Tagesablauf von mir posten und vielleicht auch so ein bisschen mein Zimmer-Makeover. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!